Early one morning while making the round, took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and I went to bed. I stuck that love in 44 beneath my head. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song nach meiner Story. Darin geht es um einen Mord unter Drogen und die späte Reue wie in so vielen Cash-Songs. Bei Cash selber gab es reichlich Unfälle, Gewalt und Katastrophen in seiner Drogenzeit. Das Thema meiner heutigen Story, das Beast in Cash. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung und in der Zeitleiste direkt zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Willkommen zu Memories of Johnny. Ich bin Thomas und gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Seine erste Frau Vivian hat ihn regelrecht angefleht, mit den Pillen aufzuhören, sowie auch viele weitere enge Weggefährten und Freunde. Er wollte es nicht hören, die Sucht war stärker. Auf Tour wurde manches Hotelzimmer zertrümmert, der entstandene Sachschaden meistens unmittelbar danach beglichen. Geld war ihm oft egal, wenn er high war. Er verursachte mit seinem Tourbus und anderen Fahrzeugen zahlreiche Unfälle, hat sich mehrfach überschlagen, wie durch ein Wunder überlebt, brach sich mal den Kiefer, mal die Nase. Es kam in nüchternen Momenten Bedauern und Reue dazu, allerdings mit der Konsequenz, dass er nur noch mehr Pillen nahm. Schließlich haben sich die Nebenwirkungen noch weiter verschlimmert. Ab 1962 wurde er dauerheiser, hustete oft und in einem Konzert in der Carnegie Hall war die Stimme auch mal ganz weg. Das steigerte seinen Zorn und leider dann auch die Anzahl der Pillen. Was er von allem am meisten bedauerte, war der Umgang mit Vivian und seinen 4 Töchtern, Roseanne, Kathy, Cindy und Tara. Sie wuchsen praktisch ohne Vater auf. Wenn er auf Tour war und high war, hat er oft vergessen, zu Hause anzurufen. Er hat Kindergeburtstage vergessen. War er dann doch mal zu Hause, flogen schnell die Fetzen zwischen ihm und Vivian. In seiner Autobiografie von 1997 schreibt er, dass es ihm immer noch sehr, sehr schwer fällt, darüber zu sprechen. Er hat auch versucht, den Schaden wieder gut zu machen im Laufe der Zeit und hat sich mehrfach bei Vivian entschuldigt. Er schreibt weiter: Ich war mittlerweile total am Ende, keine Stimme mehr, keine Nerven, kein Urteilsvermögen. Das Einzige, was ihm wahrscheinlich nicht egal war, war die Musik. Und seiner Kreativität haben die Drogen zunächst ja auch nicht geschadet, weil sein Wechsel von Sun zu Columbia brachte ihm viele Hit-Erfolge und auch LPs. Und er nahm auch viele Konzeptalben auf. Das sind die Alben, die sich nur mit einem Thema speziell befassen. Da ist beispielsweise das Album Hymns, also Hymnen, beschäftigen sich mit Glauben. Ballads of the True West mit dem Leben der Cowboys. Songs of Our Soil mit Schicksalen der Arbeiter und Unterprivilegierten. Riding the Rails, die Geschichte der Eisenbahn. Oder Bitter Tears, die Vertreibung und Ausrottung der Native Americans. Ich werde in einigen Videos später auch nochmal auf diese Konzeptalben zurückkommen. 1967 hat er dann aber schließlich doch keinen Ausweg mehr gesehen. Er wog nur noch 70 Kilo bei fast 1,90 Meter Körpergröße, war seelisch und körperlich total am Ende. Bei seinen Recherchen zu Ballads of the True West hat er die Nickajack-Höhle kennengelernt. Eine Höhle, die von einem ehemaligen Indianerstamm, sagt man ja heute nicht mehr, Native Americans, genutzt wurde und hat beschlossen, dort Selbstmord zu begehen. Er kletterte in die Höhle rein, ging stundenlang ins Innere, bis seine Taschenlampenbatterie leer war, hat sich auf den Boden gelegt zum Sterben. Fand dann allerdings seinen Glauben an Gott wieder und hat festgestellt, dass er selber nicht sein Leben beenden darf. Er ist aufgestanden und hat es doch tatsächlich wie durch Wunder geschafft, trotz der Dunkelheit den Ausgang wiederzufinden. Er fand auch durch seinen Glauben die Kraft, endlich von den Drogen loszukommen. Seine spätere Frau June und ihre Mutter Mabel haben ihm beim Entzug tatkräftig geholfen. Als heutigen Song habe ich mir Cocaine Blues ausgesucht. Der wurde 1947 von Troy Junius Arnold komponiert
und erstmals von Roy Hogshead als Single veröffentlicht. Cash hat ihn 1968 in seinem Folsom Prison Konzert gesungen. Das war ja auch bekanntermaßen das erste große Konzert, nachdem er seine Drogensucht Ende 1967 überwunden hatte. Er hat ein paar Passagen umgeschrieben, passend für das Folsom-Publikum. In der Version singe ich es jetzt. Early one morning while making the round, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. I took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hills. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're that dirty hack that shut your woman down. Said, yes, so yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just read it to me. Shut her down because she made me sore. I thought I was her daddy, but she hit 5 more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. I had no friends for to go my bail. They slept my dried up carcass in that county jail. Early next morning, about 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up and he cuffed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into the district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. Verdict read in the 1st degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that woman down. Come on, you've gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. So, ich hoffe, der Song hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Cash hat mit Hilfe seines Glaubens die Drogensucht überwunden. Es wird Zeit für eine Folge, die sich mit seinem Glauben beschäftigt. Und als Song habe ich mir ausgesucht den Gospel Boogie, auch bekannt unter dem Titel A Wonderful Time Up There. Bis dann, tschüss und bleibt gesund.